Moin und willkommen auf meinem Kanal. Jetzt gibt es die Suche nach dem Tutorial beim Spiel Tin Can. Da ist man im Weltraum verunglückt und muss irgendwas zusammenbasteln wieder. So genau weiß ich das jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Weltraumspiel. Und da gibt es auch Tutorials, wie ich gerade sehe. Wir gehen vorher kurz in die Einstellungen und gucken uns an, was hier so geht. Ne? Wenn man hier die Musik leise macht, dann hört man trotzdem noch das hier. Das habe ich jetzt erstmal wieder auf Null gedreht. Menü, Musik brauche ich nicht. So, Qualität ist auf Ultra. V-Sync ist nicht richtig. Sichtfeld, Motion Blur 20%. Hier, WASD müssen wir interagieren mit F. Werkzeug nutzen mit E. Mal wieder ganz anders. Maus invertieren, Left Control, Left Shift, Left bla bla bla. Hocken, nach oben, nach unten. Na, gut, das muss sich dann erst im Laufe des Spiels einprägen, bei mir zumindest. Wir wollen aber das Tutorial uns angucken, ähm, weil wir wollen ja wissen, ob das Tutorial uns auch die Spielmechaniken so gut beibringt, dass wir das Spiel bewältigen können. Also gucken wir da jetzt erstmal rein. Das heißt erstmal, wir machen das jetzt. Ne, wir spielen die ersten Schritte. Laden der Blechdose, Tin Can, ja, so hat man auch den ersten Pfort genannt. Ne? Eine Blechdose. Und man kann den Sandbox-Modus auch nutzen, so wie da steht. Ne, da kann man Ereignisse nach Belieben auslösen, da kann man üben. Ja, da bin ich ja ganz gespannt, was jetzt hier auf mich zukommt. Irgendwann. In Bälde. Ja, also das Hey, Spiel Jerry, ist... can you hear me? Could you do me a favor? I was supposed to do the maintenance of one of our old Medusa escape pod, but I'm stuck in the engine room fixing our damn reactor. Ich sollte warten, nicht in, sondern die gewartet wird, also Wartung. Aber ich stecke im Maschinenraum fest und repariere den verdammten Reaktor. Zum Fortfahren Leertaste drücken. Achso, das ist jetzt die Maus, die zum Umhergucken funktioniert. Also machen wir jetzt mal die Leertaste. Aber ich war noch nicht fertig. Das Spiel kostet bei Steam 17,99, also rund 18 Euro. Und mal gucken, Could you leave was your man cleaning dafür trolley for a kriegt. minute and help me out? Just get inside the pod. You can't miss it, you're right next to it. Stehst quasi davor. Wie, was? Ach so, da ist ein Pfeil. Ach da soll ich rein? Nee, oder da rein. Mal gucken. Dann nehmen wir erstmal WASD. Aha, hier. So, und Left Control zum Hocken. Gut, da braucht man nicht die ganze Zeit drücken und dann kann man This wieder pod is a W. piece of junk, not worth any maintenance, but I don't make the rules. Anyway, I was supposed to reassemble the oxygen system. Could you do it for me? It's pretty straightforward. Aha, den Could you locate the Sauerstoffregulateur. oxygen system and open it? You should see 3 drawers against the wall. It's the top one. Ah ja, das ist die Top One. Ne? Da, den F drücken. Yep, this is the one. As you can see, it's empty. All the components are behind you on the workbench. Just grab a couple so we can get started. Meint er die hier? Muss ich in die Hocke gehen? Aha, jetzt habe ich sie in der Hand genommen mit linkem Mausklick. Dann gehen wir mal wieder hoch. Das Ding F. Ne, das will ich jetzt nicht. Ich muss das sicherlich irgendwo hier einbauen, ne?
Mal wieder runtergehen. Ne, da sind wir zu weit runter. Ist runtergefallen. Escape Pod, Medusa. Wo ist denn hier die Werkbank? Das war also nicht die Werkbank. Da ist die Werkbank. Sag doch gleich. Ja. So, dann nehmen wir mal das Teil hier. Das ist der Stromwandler. Rechtsklick in die rechte Hand nehmen. Okay. Ich sehe jetzt nichts. Wo ich das jetzt... hier wäre das eventuell, aber... Oder da. Hm. Das scheint denn also nicht das Richtige gewesen zu sein. Großer Akku. Ein Ausschalter. Den können wir doch bestimmt hier schon irgendwo anbringen. Wo ist das Ding denn jetzt? Da. Wieder runter. Und wie baue ich den da jetzt ran? Ach so, da geht alles. Ja, wie baue ich den da jetzt ran? Hallo? Ja, was sollen wir uns denn hier nehmen? Sicherung? Rechte Hand? Just put Stromverteiler? all the components back inside the oxygen system. You can't get it wrong. They all only fit in their respective spots. I'll be right back. Aha, so. Ah, hier. Aha. Haben wir jetzt mal die richtigen genommen, ne? Aha, so geht das. Also wenn da nichts leuchtet, geht das auch noch nicht. Dann kommen noch andere da drüber. Aha, da ja gut. Ich hatte schon gedacht, ich muss noch schrauben. Datenkabel und Monitor. Okay.
You should be done by now. Just turn the oxygen system on using the on-off switch. Dahin, jawohl. So. Ein Sauerstoffregler mit dem einen Ausschalter. F. Ach, muss ich F drücken. Well done. Now we just need to check if everything is working properly. Could you look at the monitor and switch to the error codes channel? Perfect. Now as you can see, the oxygen bottle inside the system is empty. Could you swap it with the oxygen bottle located in the recycling station? Mhm. In der Recyclingstation? Wo ist denn die Recyclingstation? Da. Das war nicht das Richtige. Auch nicht. Ja, denn was? Nicht dicht genug dran, oder? That's the one. The recycling station converts carbon dioxide into oxygen. Pretty useful, eh? Anyway, just replace the empty bottle with this full one and we'll be done. So, und die jetzt da rein. All right, we're done. Thank you, Jerry. You can go back to your cleaning trolley. Wait, damn it. Are you still there? I'm detecting a leak in the pod. Could you get the leak feeler? You might have to climb a bit. You can grab a handle with your free hand to get closer to the leak. So, was ist denn hier jetzt ein Bügel? Bügel. Das hier, ah. Once you get closer to the leak, just aim at it and use the leak feeler to close it. Well done. I'm not detecting any leak anymore. We're all good. Thanks for your help. Anyway, I gotta go. This damn reactor is driving me crazy. Wo war denn das jetzt? Achso, das war schon. Das war jetzt das Tutorial. Erste Schritte. Da brauchen wir jetzt das Tutorial Basiswissen. Also für 18 € kriegt man da ja eigentlich schon Can you hear me? optisch was geboten. Sorry to bother you again, but I'm stuck in the ship's engine room, and I still don't have time to take care of that damn Medusa escape pod. You're gonna have to get inside the pod again. Eigen. Steuerung. Na, dann lernt man das We're going wenigstens, to ne? check to see if the life support systems of the pod are working properly. I'm gonna need you to turn them on one by one so we can check their values on their monitor. First, let's make sure that we have what we need to breathe properly, alright? I need you to find the oxygen system and to turn it on. You can't miss it. It's the top drawer with oxygen system written on it. So, on Earth, at sea level, the atmospheric pressure is 1 bar.
and the oxygen level is around 20%. That's our target. As you can see, we're all good here, and the value is green. But if the value turns red and drops below 16%, you'll find yourself in hypoxia. It's not a good thing, as you can imagine. The opposite is also true. Too much oxygen can also be deadly, so always keep an eye on these values. Always keep an eye on these values. So, the pump inside the oxygen system diffuses the oxygen contained inside an O2 bottle into the air. Below the oxygen system, you'll find the carbon dioxide scrubber, used to get rid of the excess of CO2. I need you to turn it on as well. Good. You have to be aware that too much CO2 in the air is just as deadly as not having enough oxygen. Your body breathes O2 in and exhales CO2. The value should never rise above 6% at 1 bar. Gut, fortfahren, Leertaste. Now let's check the pressure generator just below the CO2 scrubber. Turn it on. So this system is here to maintain the atmospheric pressure at 1 bar by releasing or capturing nitrogen in the air. The pod cannot sustain more than 1.7 bar, so be careful with too high pressures. It's also important to remember that the required oxygen levels and the lethal levels of CO2 vary depending on pressure. Da lernt man ja was fürs Leben. Alright, we're good for the atmospheric systems. Now let's turn the temperature system on. It must be getting quite cold in here. You know, space is cool, but there is nothing there to efficiently transfer heat. I mean, sure, without heating you'll eventually freeze to death. But in a pod like this one, equipped with a hot atomic pile, you need some way to stay cool if you don't want to be cooked. The temperature system uses power to produce heat and liquid nitrogen to cool the air. I can tell you that cooling the air is very important when you're running the atomic pile at full power. Alright, you should be feeling warmer now. Everything looks to be in order. Thanks for your help. You can go back to your work. And I have my own work to do to make sure our ship's reactor doesn't cook us all in the next few hours. Da habe ich jetzt F gedrückt. So, okay. Achso, das war jetzt das Basiswissen. Und jetzt kommt die Energieverwaltung. Die Blechdose wird wiederum geladen und ich muss da bestimmt noch mal it's hin. me again. I need your help with the pod. Aha. So I was installing a new atomic pile inside the pod, and guess what? I had to go back to the engine room of our ship because the reactor is acting up again. So could you get in? So I'm going to cut the external power connection so we can test the new atomic pile. It's going to get dark in here, but don't worry, we'll bring life back to that old tin can, alright? Alright, I need you to find the main reactor. It's located on the ceiling above the gravity generator. I need you to open it. Yep, you got it. Now just turn it on, alright? Aha, da muss man ein bisschen rumlaufen. Perfect. You shouldn't see much of a difference right away.
It takes a moment for the atomic pile to warm up. The hotter it gets, the more power it produces. Do you see the ammeter below the generator? So the red Yes. needle indicates the energy produced by the pile, and the blue one indicates how much energy the active systems need to function. As you can see, it's above the red one. It means that the pile is currently not warm enough to produce all the required energy. Now, I'm going to remotely lock the pile temperature for some tests, but in normal circumstances, it's the processor plugged into the main generator that controls this temperature to provide the required amount of power. See? The pile temperature is stabilized and the needle is not moving anymore. Could you turn the main computer on so I can look at the system status? Damn it, I've locked the temperature too soon. And there isn't enough power. Could you turn other systems off so we can save enough power to turn the main computer back on? Just keep an eye on the needles. You need to align them. So. Alle anderen Systeme. Noch eins, da hinten noch. Ach du Schande. War das immer noch nicht alles? Da ist noch eins. Muss ich den ja auch wieder ausmachen oder wie? Nö. Den habe ich ja gerade angemacht. Muss denn hier noch was zum Ausschalten? Perfect. I'm getting the data. Thank you. Oh. If you ever have to operate an atomic pile, keep in mind that it's slow, capricious, and that it can get very, very hot. So always make sure to protect your systems with a fuse and a transformer. Anyway, it seems the new atomic pile is working fine. So that's it for me, and you can get back to your cleaning. Ah ja. I can back to my cleaning. Und dann noch Fehlerdiagnose. Hey, Jerry. I know, this is the last time, I swear. Just get back inside the pod. There is a problem with the oxygen system you reassembled earlier. I'm not saying it's your fault, but thanks again, man. You have no idea how much work it is to keep this escape pod in working order. Anyway, the oxygen system has a problem and I need you to check the error codes channel on its monitor. Perfect. You should have the error list in front of you. The main computer usually translates the codes, but I had to take it offline for a while. I need you to find the pod operation manual. Everything you need to know about the pod is in it, including the error codes. So unfortunately, I can't really help you from here, so I'll let you browse the manual to find what the error codes mean. I'll let you grab the defective component once you figure out which one it is. Oh, and do not forget to turn the system off before touching anything, alright?
Wandler-Defekt. Yeah, I had a feeling this transformer wasn't working properly. I need you to use the repair station to fix it. Put the transformer inside it, and it will tell you how many spare parts are needed for repairs. Rescue Bacon. Da muss ich hin. Do you see the numbers on the repair station? So the top screen indicates how many spare parts are required to fix the components, and the bottom one how many you currently have. So we don't have enough. We need to dismantle something else to get more spare parts. Just take the transformer out of the repair station. Alright, so let's dismantle a component we don't need. I think I left a monitor on the workbench. Put it inside the repair station, close the door, and press the dismantle button. Dismantle. Da. Well done. You now have enough spare parts to fix the transformer. You can throw the monitor away, it's dead now anyway. Just put the transformer inside the repair station and press repair. So, dann. Und Repair. In Arbeit. So, dann können wir den ja hier irgendwo hinschmeißen. You can now put the transformer back inside the oxygen system. Make sure it's turned off first, alright? Once you're done, you can turn it back on. Well done. You're really doing me a favor, so thank you. You can get back to your cleaning trolley, and I'm going to get back to work because this damn reactor is driving me mad. Jerry, the ship's cooling system just failed. Warning. The reactor is going to blow. Meltdown imminent. You need to grab as many components as you can in the storage rooms and evacuate. This is not a drill. Right now. No matter what you do, do not Reactor leave meltdown aboard that imminent. damn... Evacuate to the nearest escape pod immediately. This is not a drill. Aha, jetzt sind wir hin. So, das war jetzt das Tutorial. Gut, die Einstellungen, die haben wir uns angeguckt. Rettungsmodus, gucken wir uns mal an, was da noch so steht. Lade Komponenten in die Kapsel und fliehe, bevor es zu spät ist. Und halte die Funkbarke aktiv, um gerettet werden zu können.
Stell dich deinen Ängsten, bestehe mit Mut und Köpfchen, maßgeschneiderte Herausforderungen, die dich möglicherweise in den Wahnsinn treiben werden. Treffe deine Bestzeit und schlage die Community in dieser furchterregenden Hardcore-Version von Tinken. So, Sandkasten. Erkunde die Kapsel und experimentiere mit dem System. Was sich hier töten wird, bist vermutlich du selbst. Jo, denn hier sind die Einstellungen mitwirkende und hier können wir das Spiel beenden. Jo, das war das Tutorial. Ich hoffe, du hast einen Eindruck bekommen von dem Spiel, was sich hier erwartet. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir. Also nicht das Spiel gefallen hat, sondern was ich gemacht habe. Weil für das Spiel kann ich ja nichts. Und dann wäre es schön, wenn du mir ein Gefällt mir gibst. Noch schöner wäre natürlich ein Abo. Aber das bleibt halt dir überlassen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder auf meinem Kanal bist. Bis dahin, wie immer, viel Spaß beim selber Spielen. Ich sag Tschüss.